Hallo zusammen zu einem neuen Video. Dieses Mal geht es um das Hotel Albatros Makadi Resort, laut Marketingkampagne das neue Flaggschiff der Hotelkette. Ehrlich gesagt war ich vor der Anreise wirklich gespannt auf das Hotel. Das Resort befindet sich in der Makadi Bay, etwa 35 Kilometer südlich des internationalen Flughafens von Hurghada, was einer Transferzeit von rund 40 Minuten entspricht. Das Albatros Makadi Resort ist eine 5-Sterne-Hotelanlage in der Makadi Bay, die sich durch ein umfassendes All-Inclusive-Konzept und eine ausgeprägte Familienfreundlichkeit auszeichnet. Die offizielle Wiedereröffnung des Resorts fand am 14. Februar 2025 statt. Das Hotel erstreckt sich über eine beeindruckende Fläche von 40 Hektar, was 400.000 Quadratmetern entspricht. Auf dieser Fläche befinden sich 623 Zimmer in unterschiedlichen Kategorien. Mit einer Vielzahl an Restaurants und Bars wird ein breites kulinarisches Spektrum abgedeckt. Zumindest in der Theorie, mehr dazu aber später. Insgesamt findet ihr in der Hotelanlage 6 Restaurants und 2 Food Courts. Auf der unglaublich großen Fläche befinden sich 15 Pools, davon 4 im Winter beheizt, ein Tennisplatz, 2 Paddle-Tennisplätze, Volleyball, Boccia, ein Aquapark für Kinder und Erwachsene, ein Spa, eine VR-Spielhalle und natürlich ein Fitnesscenter. Mehr zu meinen Eindrücken vom Hotel nun im Video. Viel Spaß dabei! Die Zimmer sind mit einer Größe von ca. 50 Quadratmetern großzügig bemessen. Aufgrund der Renovierung sind die Zimmer in einem sehr guten Zustand. Die Reinigung war recht ordentlich, sodass man sich jederzeit wohlfühlen konnte. Das Auffüllen der Minibar erfolgte leider immer nur nach Aufforderung. Der Hotelsafe stand kostenfrei zur Verfügung. Die Lage des Hotels ist etwas bescheiden, rund um die Anlage gibt es rein gar nichts. Wer also shoppen möchte, der muss entweder nach Hurghada fahren oder sich mit den paar wenigen Shops in der Hotelanlage begnügen. Die Lobby ist groß und modern eingerichtet. Der Check-in verlief zwar reibungslos, allerdings wie so häufig in Ägypten wieder mal das falsche Zimmer bekommen. Die Mitarbeiter an der Lobby wirkten etwas arrogant. So wurde ich beim Versuch, einen Late-Checkout zu buchen, von 3 Mitarbeitern, die nebeneinander standen, hin und her geschickt. Letztendlich hätte der Late-Checkout 66 € gekostet. Dies haben wir uns dann gespart und sind am Abend ins Spa zum Duschen gegangen. Dies war die kostenfreie Variante. Die Restaurants liegen dicht nebeneinander, jeweils 3 übereinander. In der Mitte befindet sich der Zugang zur Lobby bzw. zum Lobby-Café. Zur besseren Übersicht blende ich euch die Themenrestaurants einmal ein. Hier noch ein paar Eindrücke vom Buffet, gut in Szene gesetzt. Noch die Realität. Leider hatten alle Restaurants, ausgenommen das Steak-Restaurant, eher Kantinenfeeling. Teilweise Plastikgeschirr und es war laut. Außerdem gab es beim Essen trotz der vielen Restaurants eher wenig Abwechslung.
An der Lobbybar könnt ihr euch den ganzen Tag am Gebäck bedienen. Leider gibt's auch, was den Strand angeht, Positives und Negatives, wobei das Negative eher überwiegt. Aufgrund der Gezeiten ist das Baden leider nicht möglich. Vormittag ist noch einigermaßen Wasser vorhanden, am Nachmittag sieht das leider etwas anders aus. Wenn ihr also baden oder schnorcheln wollt, müsst ihr einen 365 Meter langen Steg entlanglaufen. Der Zugang erfolgt dann über eine Treppe, wo es durchaus mal auch Gedränge gibt. Wer also gerne mal unkompliziert ins Meer gehen möchte, dem kann ich das Hotel definitiv nicht empfehlen. Wichtig zu wissen ist auch, dass am gesamten Strand zwingend Badeschuhe empfohlen werden. Darauf weisen sogar Schilder vom Hotel hin. Wenn ihr allerdings mal den langen Weg zurückgelegt habt, erwartet euch ein durchaus schönes Korallenriff. Die Sonne lacht, wo man mit wenig viel draus macht. Fröhliche Menschen, Musik im Wind. Komm, lass uns los, so wie wir sind. Der Duft von Meersalz. Liegen gab es sowohl am Strand als auch an den Pools mehr als genug. Alles andere wäre bei dieser Größe auch etwas verwunderlich gewesen. Duschen gab es übrigens nur am Strand, was ich etwas komisch fand. Du merkst es kaum, hier lebt man einfach seinen Traum. Die Hitze klebt, der Alltag schmilzt, doch dein Herz weiß, wie gut das fühlt. Die Beachbar wurde in Form eines Schiffs gebaut. Ist zwar nett anzusehen, aber irgendwie auch nutzlos. Im Inneren ist es sehr stickig und nicht klimatisiert und auf dem Deck ist nur ein Teil überdacht, sodass man in der prallen Sonne sitzt. Hier noch ein Ausblick vom Schiff über den Strand und einen Teil der Hotelanlage. Der Pool direkt vorm Schiff ist übrigens eine Art Meerersatz mit Salzwasser. Golden light is falling through the palm tree shade. You pull me close and all the worries fade. Heartbeat moving with the evening tide. Every breath feels like the ocean inside. You take my hand, we're drifting slow. The night is ours, no need to go. Calm down, babe, breathe with me. Let the rhythm set our spirits free. Every way will carry us away, where the world can't find our hideaway. Just you and me, where we can stay. Jeder Block mit Zimmern hat seinen eigenen kleinen Pool. Die Animation findet wie in jedem Hotel am Pool am Strand statt. Alle Pools haben eine Wassertiefe von 1,25 Meter. Leider mangelt es aber auch hier irgendwie an Highlights, was die Pools angeht. Da wäre mehr Potenzial gewesen. But a gentle tune is starting to play. Listen close and you hear it say, don't you worry, lift your head up high. The sun is shining, lighting up the sky. Let your hands, God, dance your cares away. 'Cause everything's gonna be okay. It's gonna be okay. It's gonna be okay. Sometimes the road ahead feels so long, and you feel the place where you don't belong. Shadows get longer at the end of the day, and still the hopeful words you wanna say. Yeah, yeah. But a gentle tune is starting to play. Listen close and you hear it say, hey, don't you worry, don't you worry. Der großzügige Spa-Bereich erstreckt sich über eine Fläche von 3000 Quadratmetern und bietet ein umfassendes Wellness-Angebot. Gäste können hier Massagen und Schönheitsanwendungen buchen oder die Sauna und das Dampfbad Hammam nutzen. Aber auch hier gilt wie überall in Ägypten: Lasst euch nicht über den Tisch ziehen. Das
Fitnesscenter sieht zwar etwas spärlich aus, hat aber eigentlich alles, was man braucht. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch im Spa sogar die Haare schön machen. I'm going through a drought. You don't even have to do too much. You can turn me on with just a touch, baby. I look around, see the city's cold and empty. No one's around to judge me. I can see clearly when you're gone. And I said, ooh, I'm blinded by the lights. Die VR-Spielhalle bietet Spaß für Kinder und Erwachsene. Alle Geräte können kostenfrei genutzt werden. Die Öffnungszeiten sind allerdings auf 19 bis 22 Uhr beschränkt. In the night, oh, when I'm like this, you're the one I just, hey, hey, hey. I'm running out of time, 'cause I can see the sun light up the sky. So I hit the road in overdrive, baby. Oh, the city's cold and empty. No one's around to judge me. I can see clearly when you're gone. And I said, ooh, I'm blinded by the lights. No, I can sleep until I feel your touch. I said, ooh, I'm drowning in. Die Tandemfahrräder stehen tagsüber auf dem ganzen Gelände herum und können frei genutzt werden. Allerdings ist hier insbesondere bei Kindern Vorsicht geboten, weil der technische Zustand der Dinger wirklich miserabel ist. On the phone, they'll never let you go. This time, I said, ooh, I'm blinded by the lights. Kommen wir zum Fazit und den damit verbundenen Pro und Kontras des Albatros Makadi Resort. Positiv ist sicherlich die Sauberkeit und das moderne Ambiente hervorzuheben. Alle Mitarbeiter mit Ausnahme an der Lobby waren stets höflich und hilfsbereit. Für Familien ist das Resort sicherlich zu empfehlen, weil die Kids mit dem Aquapark, dem Kids Club, den Tretbooten und der VR-Spielhalle eigentlich eine Dauerbeschäftigung haben. Für mich persönlich überwiegen bei diesem Hotel leider die negativen Dinge. Das Essen ist trotz der vielen Restaurants eintönig und die Hygiene lässt zu wünschen übrig. Von 8 Leuten sind 5 Personen an Magen-Darm erkrankt. Außerdem finde ich es etwas unpassend, in einem 5-Sterne-Hotel Plastikteller bereitzustellen. Diese waren im Übrigen auch nicht immer vorhanden, sodass man notgedrungen auf kleine Teller ausweichen musste. Die Softgetränke hatten oftmals einen komischen Geschmack, sodass ich diese nicht trinken konnte. Ebenfalls ein großer Nachteil ist der fehlende direkte Meerzugang und die Notwendigkeit, Badeschuhe zu tragen. Die Wege auf dem Gelände sind sehr weit, so läuft man zum Beispiel vom Aquapark bis zum Steg am Meer stolze 1,5 Kilometer. Das WLAN ist auf dem Gelände zwar gut ausgeleuchtet, allerdings hatte dieses sehr häufig keinen Internetzugang. Derzeit hat das Hotel bei HolidayCheck eine positive Bewertung von 93%. Das heißt, die meisten Leute sehen es wohl nicht so kritisch wie ich. Ich, für meinen Teil, erwarte von einem 5-Sterne-Hotel einfach mehr und andere Hotelanlagen in gleicher Kategorie machen dies deutlich besser. Im Anschluss an das Fazit habe ich euch noch den Sonnenaufgang im Zeitraffer eingefügt. Wenn ihr noch Fragen haben solltet zum Hotel, könnt ihr diese gerne in den Kommentaren stellen. An dieser Stelle wünsche ich euch wie immer allzeit gute Reise, wo auch immer euch der nächste Urlaub hinführt.